Es gibt ein paar interessante Neuigkeiten in der PowerShell-Welt. Und zwar, PowerShell 7 wird in der nächsten Windows-Server-Version mit dem System zusammen ausgeliefert. Das wurde kürzlich auf dem Windows Server Summit vom Windows Server Team angekündigt und wurde jetzt auch kürzlich im PowerShell Community Call, also vom PowerShell Team im Mai 2026 auch nochmal bestätigt. Well, we are very fortunate today to have Artem from the Windows Server team to stop by. Take it away. As the Windows Server team, we are working very closely with the PowerShell team right now to make PowerShell 7 installed by default on the next version of Windows Server. When Windows Server vNext, as we call it, the next version ships, it will include PowerShell 7 as a pre-installed app. Und ja, nächste Windows Server Version, das wird natürlich wahrscheinlich wieder noch ein bisschen dauern. Wir haben ja jetzt gerade als aktuellste Version Windows Server 2025 und davor gab es Windows Server 2022. Also würde ich davon ausgehen, dass das dann bei Windows Server 2028 passiert, was dann ja vermutlich irgendwann so Ende 2027 erscheinen wird, weil es wäre ja zu einfach, auch das einfach Jahreszahl und Programmversion anzugleichen. Egal. Grundsätzlich ist das auf jeden Fall eine echt coole Sache, wo viele Leute auch danach gefragt haben, ich auch, weil die Vorteile von PowerShell 7 sind halt einfach da. Es ist geiler als Windows PowerShell 5.1, die PowerShell-Version, die jetzt aktuell mit Windows immer noch mitgeschippt wird. Und so wie ich das jetzt verstehe, ist entweder Windows PowerShell 5.1 dann gleichzeitig auch noch mit vorinstalliert oder kann zumindest irgendwie als Windows-Feature dann aktiviert werden. Also falls da noch irgendwie alte Skripte vorhanden sind, wo die Kompatibilität nicht ganz klar ist oder mehr Migrationsaufwand dann nötig ist, da müsste man dann eigentlich noch ein bisschen Zeit haben. Also das passt, ist okay. Aber es gibt auch trotzdem ein bisschen Challenges, Herausforderungen, weil gleichzeitig jetzt nämlich auch dazu übergegangen wurde von Microsoft, dass die Preview-Version von der nächsten PowerShell-Version, von PowerShell Version 7.7, dass die nicht mehr mit einem MSI-Installationspaket verteilt wird. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Installationsmethoden für PowerShell unter Windows, aber das ist eigentlich so die Standardmethode. Und stattdessen soll die Installation nur noch per MSX-Paket möglich sein. Also MSIX. Und dadurch ergeben sich ein paar Einschränkungen. Also da kann es dann Probleme mit PowerShell Remoting geben oder PowerShell im System-Kontext auszuführen. Also nicht nur als normaler User oder vielleicht als Admin, sondern richtig mit System-Rechten, dass man dann noch höher steht als sonst ein Admin. Oder bei der Verwendung mit Group Managed Service Accounts, GMSAs in einer Active Directory-Umgebung und auch noch ein paar andere Themen. Die sind vielleicht nicht für alle Leute relevant, jeder einzelne Punkt davon, aber es gibt auf jeden Fall einiges an Bedenken gegen MSX als Verteilungsmethode für PowerShell 7. Und ich will da jetzt nicht zu tief drauf eingehen, weil ich gehe auch davon aus, dass ein Großteil von diesen Problemen auch gelöst werden kann. Und es gibt auf jeden Fall jetzt gerade noch Bedenken und das wird dann wohl auch auf die Version von PowerShell zutreffen, die dann mit Windows Server vNext, wahrscheinlich 2028, dann mitgeschippt wird. Und das wäre dann halt echt schade, wenn da so eine neue PowerShell-Version mitverteilt wird. Nochmal wieder was komplett Neues, nicht mehr Windows PowerShell, sondern das plattformübergreifende PowerShell 7 mit neuen Funktionen und Verbesserungen und alles. Und dann ist es aber nur eingeschränkt nutzbar. Das wäre halt echt uncool. Und so oder so, diese Einschränkungen, die betreffen dann jetzt halt auch PowerShell 7.7, wenn man das jetzt unter Windows installieren möchte, noch bevor Windows Server vNext rauskommt. Aber grundsätzlich PowerShell 7.7 ist natürlich auch schon in der Preview-Version vorhanden und ihr könnt das auch ausprobieren und dann könnt ihr natürlich auch testen, ob das für euren Alltag irgendwie Einschränkungen hätte. Und die aktuelle PowerShell 7-Version mit LTS ist ja PowerShell 7.6 und die ist jetzt ja auch noch eine längere Zeit supported. Die ist ja erst Anfang dieses Jahres rausgekommen. Das heißt, es ist auf jeden Fall auch noch genug Zeit da, dass eigentlich die Probleme angegangen werden können. Ich hoffe, dass das dann zumindest alles gelöst wird, spätestens bis zum Release von Windows Server 2028 oder wie auch immer das dann heißen wird. Kommen wir zum nächsten Thema, PS Resource Get, also das PowerShell-Modul, was verwendet werden kann, um weitere PowerShell-Module und Skripte zu installieren unter PowerShell. Also PS Resource Get ist unter PowerShell 7 mittlerweile der Standard. Unter Windows PowerShell gab es noch PowerShell Get. Wobei aber dieses PS Resource Get mit den ganzen Verbesserungen, die es auch mitbringt, auch unter Windows PowerShell 5.1 installierbar war.
Aber jetzt die neueste Version, also jetzt noch in der Preview, aber 1.3.0, die ist dann nicht mehr unter Windows PowerShell installierbar. Die geht nur noch für PowerShell 7. Und es ändert sich eine spannende Sache daran, nämlich, ich installiere das hier mal nebenbei schon einmal, mit PS Resource Get 1.3 wird es nicht mehr nur die PowerShell Gallery im Standard geben als Quelle, sondern es gibt auch die sogenannte Microsoft Artifact Registry, MAR. Aber das Coole daran ist, an der MAR, die ist automatisch trusted und darüber sollen dann zukünftig PowerShell-Module von Microsoft veröffentlicht werden. Denn die PowerShell Gallery, die ist ja eigentlich eine Community-Seite, wo klar auch Microsoft die eigenen Module bereitstellt, aber auch jeder kann da hingehen und irgendwas hochladen. Und theoretisch könnten das natürlich auch schädliche Sachen sein. Gut, ich starte mal meine PowerShell-Session einmal neu. Und wenn wir dann einmal schauen mit Get PS Resource Repository, dann sehen wir, bei mir ist jetzt gerade trotzdem erstmal nur die PowerShell Gallery vorhanden. Das ist auch so bei Design, weil wenn ihr PS Resource Get schon mal vorher verwendet habt, dann wird eure Config da nicht angepasst. Wenn ihr jetzt ein komplett neues System hättet mit 1.3, dann würde das registriert werden. Aber das Ganze kann auch registriert werden mit Register PS Resource Repository und dann Bindestrich Microsoft Artifact Registry. Können wir einmal ausführen. Und wenn ich dann nochmal Get PS Resource Repository ausführe, dann sehe ich, jetzt habe ich hier die Microsoft Artifact Registry mit drin. Hier sehen wir die URL, also mcr.microsoft.com. Sie ist automatisch auf Trusted und hat eine niedrigere Prioritätszahl als die PowerShell Gallery. Das heißt, sie hat eine höhere Priorität und wird dann zuerst genommen. Also wenn ich jetzt nach irgendeinem Modul suche, dann wird zuerst bei Microsoft geschaut und dann erst in der PowerShell Gallery. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Find PS Resource verwende, um in meinen ganzen registrierten Repositories da zu suchen und sage, ich möchte zum Beispiel mal das AZ, das Azure-Modul finden, dann findet er bei mir das jetzt aus 2 Quellen und hier als erstes die MAR und dann erst die PowerShell Gallery. Grundsätzlich gibt es dazu auch eine Webseite, aber man kann da jetzt nicht so richtig nur nach PowerShell-Modulen filtern. Also hier gibt es auch noch einiges an anderen Sachen, die von Microsoft angeboten werden, irgendwelche Frameworks zum Programmieren von .NET und so weiter. Aber zumindest gibt es eine grundsätzliche Suchfunktion und jetzt könnte ich zum Beispiel auch sagen, ich möchte jetzt hier Microsoft Graph haben. Mal sehen, ob er da irgendwas findet. Und jo, hier habe ich das Microsoft Graph PowerShell. Nee. Ich glaube, das ist ein Container-Image. Was ist denn, wenn ich sage AZ? So mal zum Beispiel AZ Compute. Okay, das hat einen anderen Type. Nun ja, also ich finde grundsätzlich eine gute Idee, dass es auf jeden Fall dann eine Trusted Source gibt, von der dann PowerShell-Module runtergeladen werden können, die dann auch wirklich von Microsoft kommen. Aber ein bisschen geilere Webseite dafür wäre schon schön. Achso, noch eine Kleinigkeit, falls ihr euch irgendwie eure PS Resource Get Konfiguration zerschossen habt oder vielleicht auch aus Versehen die PowerShell Gallery da rausgelöscht habt und wollt das nicht und so weiter. Ihr könnt auch Reset PS Resource Repository ausführen und dann wird alles nochmal resettet und auf den neuen Standard zurückgesetzt, also dass dort die MAR und die PowerShell Gallery vorhanden sind. Und dann noch eine Kleinigkeit, die ich auch nochmal interessant fand, und zwar in dem Release von PowerShell 7.6.2 gab es ein kleines Engine-Update, dass die Verwendung von App-Containern jetzt möglich ist. Also ich glaube, dass das auch so ein bisschen in die Richtung jetzt von dem Verpacken mit MSIX und so zusammenhängt. Also dass dann PowerShell in einem sicheren Container irgendwie ausgeführt werden kann. Aber diese Funktion hier, App-Container, die kannte ich gar nicht so richtig. Und ich habe nicht viel darüber gefunden, dass das groß überhaupt verwendet wird von jetzt Leuten außerhalb von Microsoft. Aber es gibt grundsätzlich Schnittstellen in Windows dafür, um das zu benutzen. Und ich habe dazu auch einen random 8 Jahre alten Beispielcode auf GitHub gefunden und das dann einmal ausprobiert. Und habe dadurch hier so eine kleine GUI, mit der ich ein Programm in einem App-Container starten kann. Und da könnte ich zum Beispiel sagen, dass ich jetzt möchte, dass dieses Programm, dass die PowerShell so eingeschränkt ist, dass sie hier auf mein Documents-Verzeichnis jetzt nicht einfach so drauf zugreifen kann, sondern nur auf eine bestimmte Datei, die ich da reingelegt habe, auf example.txt. Ich habe aber tatsächlich auch noch eine andere Textdatei mit in dem Verzeichnis liegen und auf die dürfte diese PowerShell dann nicht zugreifen. Probieren wir das einmal aus und jetzt habe ich hier PowerShell 7.6.2
leider in conhost ausgeführt, aber ich kann jetzt zum Beispiel einfach mal getContent ausführen und mir den Inhalt von dieser example.txt ausgeben. Den Fehler hier oben, den ignorieren wir mal. Das ist, weil jetzt versucht wurde, direkt meine History, also meine PS-Readline History in ein Verzeichnis reinzuschreiben. Auch direkt alles denied, aber hier app-container can access this file. Das ist der Text, den ich hier auch in diese Example, kriege ich es noch hin, die TXT-Datei zu öffnen, in diese TXT-Datei reingeschrieben habe. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte in meine sensitive.txt reinschreiben, das kriegt er nicht hin. Das hier ist die relevante Fehlermeldung hier unten, get content access zu dem Pfad denied. Wobei ich eigentlich als User da einfach reingucken kann. Genau, und vorherige PowerShell-Versionen, also bis zu PowerShell 7.6.1, die waren nicht richtig kompatibel mit App-Containern, sodass die ganze PowerShell dort nicht richtig funktioniert hat. Also kann ich hier nochmal zum Vergleich zeigen. Ich habe hier nochmal PowerShell 7.6.1 einfach als ZIP-Archiv runtergeladen und dann ohne Installation jetzt hier da. Und wenn ich das versuche auszuführen, passiert gar nichts. Okay. Interessant, weil ich hatte das vor ein paar Tagen gemacht, da hat zumindest dann noch ein Konsolenfenster gestartet, aber ich habe da drin dann alles voll mit Fehlern gehabt. Ich habe jetzt nochmal meinen App-Container-Launcher neu gestartet. Mal sehen, ob es jetzt geht. Nö, anscheinend nicht. Wie gesagt, war vorher nicht kompatibel. Also ich finde das auf jeden Fall eine coole Sache. Ich weiß noch nicht ganz genau, was man damit machen kann, aber so grundsätzlich eine PowerShell mit eingeschränkten Rechten starten, um vielleicht irgendwelche Automatisierung durchzuführen, ohne das System dann zu beeinträchtigen, finde ich eine coole Sache. Und ich hoffe, ihr fandet das interessant oder nützlich. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, schreibt einen Kommentar, falls ihr irgendwie Fragen oder Feedback oder irgendwas habt, und abonniert den Kanal. Und ich verlinke auch nochmal eine Playlist mit PowerShell-Tipps und Beispielen. Danke fürs Reinschauen, haut rein!